Hallo, willkommen beim 1000 Bäcker Report. Heute mit dem Thema Flaggenalarm bei Silber Union Minen Index SILJ. Disclaimer. Flaggenalarm bei Silber Union Minen Index SILJ. Goldexperte Bussler, wir brauchen Silber für die Party, titelte sein neues Video. Es ist das, was wir seit Jahren auch sagen. Wir brauchen Silber für die Goldaktienrallye. Immer mehr Analysten sehen Silber jetzt Richtung $30 und darüber hinaussteigen. Und das wird die Silber Junior und auch Gold Junior Aktien nach oben schleudern. Der dritte Ausbruch seit dem 70-Jahrestief von 2016 steht demnach unmittelbar bevor. Die Flaggenformation beim Sil J könnte ein Hinweis darauf sein, dass es wieder zu neuen eruptiven Anstieg kommt, der in wenigen Monaten beendet sein wird, so wie es auch 2016 und 2020 sein. Ja, wir erinnern uns vielleicht noch am Jahr 2016. Das ist hier, sage ich mal, von Jahreswechsel Dezember 2015, Anfang 2016 gab es mal, ein absolutes Extratief, vergleichbar hier mit diesem Corona-Einbruch. Und es läuft eben in diesem Dreieck. Und dann gab es ungefähr 7, 8 Monate eine Goldaktienrallye und dann eben eine relativ lange Korrekturphase. Ähnlich ist es eigentlich auch von 2020 gewesen. Wir haben ja mehr oder weniger einen Höhepunkt im März 2022 gehabt, was dann am Ende, April, glaube ich, ging das los, auch so 7, 8 Monate waren. Und so war ja übrigens auch 2010 war auch ein 8-monatiger Anstieg bei Silber mehr oder weniger. Also es scheint irgendwo ein Zeitraum zwischen 6 und 7 Monate zu sein. Das wäre natürlich von heute gemessen ungefähr bis Ende des Jahres, vielleicht darüber noch etwas hinaus. Ja, hier ein Goldprojektgenerator, Operationsgebiet Yukon Neufundland. Also das Unternehmen besitzt derzeit eine 100-prozentige Beteiligung, 29 Claims mit einer Fläche von 1791 Acres im Goldgebiet Ganda im Norden von Neufundland, das an das Projekt Newfound Gold Corporation angrenzt. Das Goldstück Krupplein befindet sich 3,5 Kilometer westlich der Stadt Ganda. Das ist hier verdeckt, aber hier sehen Sie es ansonsten. Der Zugang zum Grundstück ist ausgezeichnet. Der Trans-Canadian Highway durchquert die südliche Teil des Grundstückes, während ein Netz von Schotterstraßen zu vielen Explorationsstandorten führt. Bis zu 20,5 Gramm pro Tonne Gold wurden aus dem Quarzflöß gemeldet. Dann haben Sie das Grundstück Quinn Lake, 1700 Acres in Zentralneufundland, und das Grundstück Valentin Lake von Marathon Gold angrenzt. Ende 2015 wurden bei Straßenmoor nördlich des Wittling Lake mehrere große Quarzbrocken freigelegt, von denen Schurfgruben bis zu 84,8 Gramm pro Tonne Gold gaben. Dann haben sie eben noch das Projekt Florin. Dort sind 2,47 Millionen Unzen, allerdings Low-Gold mit 0,54 Gramm pro Tonne Gold nachgewiesen. Und wie gesagt, das ist Mayo County im Yukon Territory. Hier sehen Sie es, sage ich mal, in der Mitte vom Yukon. Und diese Aktie ist möglicherweise sehr interessant, allerdings eben auch sehr hohes Risiko, hat eine ganz geringe Marktkapitalisierung. Und Sie sehen, beim letzten Goldaktienboom eben von 2020 bis Anfang 2020 ist diese Aktie sage und schreibe von 5 Cent auf $5 gestiegen, also sich verhundertfacht. Und das hängt zum einen damit zusammen, dass es eben eine relativ hohe Menge Gold gab, und es gibt eben die Gerüchte, dass auf diesen anderen Gebieten bis zu 10 Millionen Unzen Gold liegen könnten. Das ist bislang noch nicht nachgewiesen, und das hat mehr oder weniger schon mal die Runde gemacht und hat dann zu diesen Anstiegen geführt. Nun habe ich aktuell jetzt hier auf deren Webseite entdecken können, dass es hier am 18.05.32 Abschluss des Erwerbs von 29 Claims von einer Fläche von 725 Hektar Neufundland in der Group Line
Und das ist eine Indikation, dass sie da sicherlich weiter Potenzial vermieten. Möglicherweise in einem Goldboom kann es ja wieder, denn ähm, ja, könnten möglicherweise, dass sie da eingepreist werden, dass möglicherweise 10 Millionen Unzen sind, also eine riesige Menge verglichen zu der Marktkapitalisierung. Und das könnte dann rein theoretisch auch wieder zu solchen Steigerungen führen. Das ist natürlich absolut hochspekulativ. Gamble-Risiko nenne ich das. Nichtsdestoweniger sollte auch diese Aktie, wenn wir jetzt dann tatsächlich einen Goldanstieg dieses Jahr auf 2500 kriegen, sollte diese Aktie auch in irgendeiner Form profitieren. Hier dieses hatte ich ja Ende Dezember geschrieben, 20.12. Da sehen Sie, da war diese Aktie noch bei 11 Cent und trotz gewaltiger Schwankungen, hier, das sehen Sie auch, hier hat es gestartet quasi, trotz gewaltiger Schwankungen liegen wir jetzt ungefähr um das Doppelte höher. Und ja, und der Potenzialfaktor ist riesig. Der ist eben auch nur kalkuliert mit den 2,5 Millionen Unzen Gold vom Goldblick Florin. Stellen Sie sich mal vor, das wird mit 10 Millionen Unzen kalkuliert. Klar, das ist jetzt noch ein bisschen alte Werte, ist jetzt doppelt so hoch. Könnte man vielleicht ableiten, dass diese Aktie theoretisch, gerade wenn auch diese Story mit diesen 10 Millionen Unzen heiß laufen sollte, sich vielleicht verhundertfachen könnte. Das wäre dann ja kaum zu glauben. $20, einfach unvorstellbar. Das will ich jetzt nicht sagen, dass es so kommt. Ich weise nur auf meines Erachtens sehr große Diskrepanzen her. Und es ist ja so, wir haben jetzt alles andere als eine Goldaktienboom-Stimmung, wie auch im Video von der Busler, das zeigt, dass ich auch verlinken werde, die ist derartig niedrig. Er hatte auch da, glaube ich, gesagt, wir haben seit 1996, seitdem es Daten vom TSX gibt, die niedrigste Volumen am TSX. Ähm, Trotzdem gibt es meiner Meinung nach absolut interessante Schnäppchen zu machen. Und es ist ganz klar, diese ganz hohen Bewertungen, die ab und zu im Goldaktienmarkt vorkommen, die kann man nur machen, wenn man diese absolut zerstörten Werte aufliest, wenn eben die Stimmung ganz, ganz, ganz schlecht, so wie aktuell immer noch ist. Wie gesagt, trotzdem hat sich das verdoppelt und lassen Sie jetzt mal hier einen Goldboom Richtung $2.500 kommen. Ähm, wo kann denn sowas hinsteigen? Das ist wirklich ganz, ganz schwer zu kalkulieren. Jedenfalls die Goldbooms der Vergangenheit haben gezeigt, dass wir immer hier und da Verhundertfachung oder mehr sehen. Ne? Und wir versuchen natürlich solche Kandidaten zu identifizieren. Aber wie gesagt, es gibt nicht Voransage, man muss in mehreren Gruppen solcher Aktien investieren, die vielleicht weiter beobachten und hier und da, sofern es in die richtige Richtung geht, vielleicht nachkaufen. Wie gesagt, wie immer, keine Kaufempfehlung, aber ich wollte Ihnen einfach mal diese hohe Diskrepanz dieser Bewertung darstellen. Sie müssen ja auch sehen, das ist ja auch einfach auch ein gutes Rechtsgebiet. Das ist nicht jetzt irgendwie Südamerika, Afrika oder Mexiko, hat eine gute Story, könnte wirklich heiß laufen aus meiner Sicht ab irgendeinem Punkt. Aber wie gesagt, absolut höchste Risikostufe, keine Kaufempfehlung. Ja, nochmal generell zu Gold. Gold steigt analog der 1970er Jahre von $2.000 auf 8.500. Wie kommen wir zu dieser unverfrorenen Aussage, sage ich mal? Ja, weil diese Charttechnik ähnlich zwischen 1970 und 1980 aussieht. Also 1970 wurde ja Gold, der Handel freigelassen sozusagen, und stieg dann auch von ungefähr 35 Euro auf $200 bis 1974, korrigierte dann auf 100, hat sich dann an $200 herangearbeitet, hat hier nochmal korrigiert und ja, und danach ist es eben innerhalb von einem Jahr von ungefähr $200 auf 850 hochgestiegen. Und wir haben eine absolut identische Entwicklung, nur mit einer Null mehr. Das würde dann theoretisch eben bedeuten, jetzt hier der Rückschlag, den wir aktuell hier auch hinnehmen mussten, das ist sozusagen nochmal der letzte Versuch, die Leute rauszuschmeißen, damit sie nicht in dieser Mega-Bewegung teilnehmen, die eben lebensverändernde Gewinne produzieren kann, so wie sie das damals produziert hat. NRD-Mining von 5 Cent auf $19, 10 Cent, $36. Das heißt, aus $1.000 konnte man relativ leicht 100, 200, 300.000 Dollar machen. Und eigentlich haben wir eine komplett identische Situation.
wenn die nicht eigentlich sogar noch viel extremer ist, weil noch unheimlich viel mehr Geld am Seitenrand steht. Ich meine, das ganze Geld aus China, das ist in so viele Geldmassen gedrückt, so viele Dollars befinden sich umher. Das war 1978 nicht so. Da war das ein isoliertes westliches Phänomen, würde ich mal sagen. Das heißt, kann auch noch viel höher steigen. Glauben wir, dass es jetzt auf 8.500 $ oder mehr innerhalb von einem guten Jahr steigt? Nicht unbedingt, weil wir müssen davon ausgehen, dass in irgendeiner Form eingegriffen wird. Aber ich denke mal, wir können Gold 2000, vielleicht 3000, etwas darüber hinaus erwarten. Dann haben die vielleicht derartig viele Probleme, dass sie das auch irgendwie einschränken, abstellen. Also das heißt nicht so ganz hochlassen können. Aber es ist reine Spekulation. Aber ich denke mal, sie werden den Goldpreis anpassen auf 2500, 3000, einfach um gewisse Zeit noch gewinnen zu können. Und das ist dann nicht so ein hoher Anstieg für Gold und Silber, wie sich viele Goldbugs etc. erhoffen, sondern das ist eben das Rezept für diese Minenmania, weil einfach zwei Kräfte wirken. Einfach Kräfte, die dieses System hier noch weiterlassen laufen wollen, Zeit gewinnen wollen und einfach sage ich mal, die systeminterne, das System will einfach untergehen. Es hat keine Kraft mehr zusammengehalten. Es muss noch mit äußerster Mühe, muss es aufrechterhalten. Diese beiden Kräfte wirken meiner Meinung nach aufeinander. Und der Kompromiss wird sein, dass man, um ein bisschen Zeit und Stabilität zu gewinnen, wird man, denke ich mal, Gold auf 2500, 3000 und dann vielleicht entweder wieder drücken oder es geht seitwärts, who knows. Aber diese Zwischenstrecke ist meiner Meinung nach der Gold- und Silberaktienboom. Ja, welche Ereignisse vor uns? Hier nochmal die von mir erwähnten 8 Monate. Das war hier 2010. Da stieg Silber von 17 $ auf 50 $ in 8 Monaten sozusagen. Das war ja auch optimal dann irgendwie für Gold- und Silberaktien. Und genau das könnte eben bevorstehen. Und das wäre auch der Treiber, wie ja auch schon der Bussler festgestellt hat. Und wie dann solche Aktien reagieren können, sehen Sie hier, wo hier dieser Goldaktienboom von 2020 war. Sie sehen es hier bis März 21 von der Corona-Krise, April. Also im knappen Jahr stieg die dann von 2 Cent auf 36 Cent. Und Ähnliches erwarten wir. Wir erwarten also einen moderaten Anstieg von Gold und Silber und ein absolut Preisexplosion bei Gold- und Silberaktien. Das nennen wir das Ereignis eins, was vor uns liegt. Ja, also ist immer noch extrem Unterbewertung bei Goldaktien. Zum einen, wenn man hier Goldaktien und Gold, also Goldaktien als Anlageklasse einfach mal gegeneinander rechnet, sieht man, dass sie 1996 im Bärenmarkt sind, eigentlich jetzt erst einen Boden gefunden haben. Und die Statisten nehmen halt an, dass es überproportional mit riesiger Wucht dann zum Medium zurückgeht. Einige glauben sogar, dass es weiter hinaufgeht. Und das würde dann die größte Goldaktienrallye aller Zeiten darstellen. Weiterhin die sogenannten Junior- und Explorationsaktien sind im Verhältnis zu Senior völlig zerstört. Das sagt wiederum auch der Bussler. Und aber so zerstört sie sind, so groß ist die Chance. Und Sie sehen und auch hier im Jahr 2002, dass die Junior-Aktien auch mal ganz schnell hier aufschließen können und die Senior-Aktien sogar überbieten können. Und das führt dann eben zum Anstieg der Penny Stocks in den Dollarbereich oder mehr. Und darauf spekulieren wir eigentlich, dass genau das hier passiert. Also wir haben zwei treibende Faktoren, die für Junior-Goldaktien und Silberaktien sprechen. Ja, einfach nochmal eine grundsätzliche Überlegung, einfach aus der Beobachtung, wie hätte man 1970 den Goldaktienbullenmarkt optimal gespielt? Ja, im Grunde genommen, als diese Korrektur da war von 200 $ auf 100 $, langsam Goldaktien kaufen, gute Explorations beobachten, weiterkaufen. Dann kam der Boom auf 850. Diese Goldaktien stiegen dann, wie ich gesagt, 100, 200, 300-fache. Und ja, und dann eben die abstoßen und dann die gegensätzliche Assetklasse sozusagen kaufen. Zum Beispiel eben Berkshire Hathaway, da will ich sagen Top-Fonds oder eben auch Top-Aktien.
die man dann dementsprechend mehr kriegt und dementsprechend billig kriegt. Denn wenn alle Energie in Gold und Goldaktien ist, damals waren 26% des Investorenkapitals 1980 in Gold. Heute sind es 0,5%, also fast noch keiner drin. Das ist das Verrückte. Und wenn dann diese Exzesswerte erreicht sind, dann macht es Sinn, die Assetklasse zu wechseln und zum Beispiel Top-Fonds zu kaufen, Häuser, whatever. Das könnte man also das Multiplizieren dieser beiden Phänomene machen. Also wir versuchen maximal, also damals hätte man mit Goldaktien maximal in der Inflation der 70er Jahre profitiert. Und wenn man es dann fähig gewesen wäre, das zu verkaufen und zum Beispiel in Top-Fonds zu investieren, das wäre die richtige Entscheidung gewesen. Hier sehen Sie ja, Berkshire Hathaway stieg von 1980 von $350 auf 80.000. Also das beide korreliert. Also es ist ja eine Realität so, dass der normale Anleger, weil die dann Schlagzeilen machen, diese hohen Bewertungen, dann in Goldaktien geht, quasi alles verliert. Und dann hat er natürlich sein Geld verzockt und der wirklich Bullenmarkt, der vor uns steht, hat er dann damit auch verpasst. Und wir müssen das natürlich, diese beiden Ereignisse maximalen Nutzen rausziehen. Also Inflationsgewinner mit Goldaktien werden und dann einfach ein kluger, umsichtiger Investor werden, der Top-Aktien, Top-Fonds, vielleicht Top-Immobilien, whatever, und vielleicht auch Top-Zukunftstrends versuchen kann zu spielen. Dann ist es ja auch der Fall, immer wenn das ist ja eigentlich Schmerz. Das ist, wenn so ein Inflationsexzess kommt, dann zerbrechen viele Firmen, viele Monopole gehen weg, auch durch die sogenannte postinflationäre Depression. Das heißt, alle diese oder viele dieser Wirtschaftsmodelle funktionieren so, weil sie eine Lobby haben in der Politik, weil sie mit zinslosen Krediten ja, die sogenannten Zombies, von denen Markus Kralle auch immer redet. Die funktionieren jetzt unter diesen Bedingungen, indem sie immer Schulden machen, sich weiter hohe Gehälter zahlen und sonst was. Aber sobald das Geld in dem Sinne nicht mehr zur Verfügung ist, also nach der Währungsreform sozusagen, dann können die alle nicht überleben. Dann gibt es eben diese seit Jahren überfällige Bereinigung dann in allen Sektoren. Das ist eine wirtschaftlich und menschlich harte Zeit, aber nichtsdestoweniger weist das dann darauf hin, dass dann die Bereinigung stattfindet und dass man sich dann für die übrig gebliebenen Firmen interessieren muss oder eben auch Zukunftsfirmen. Sie müssen ja auch sehen, dass zum Beispiel Microsoft und diese ganzen IT-Boom begann im Grunde genommen Mitte der 70er Jahre. Also zum Beispiel Oracle wurde 1977, meine ich, gegründet. Microsoft so auch in dem Jahr. Es war eine ganze Welle von Zukunftsinnovation. Und hätte man sich da systematisch auch beteiligt aus dem Gewinn der Goldaktien, natürlich genau beobachten, das ist nicht leicht, diese richtigen Trends zu erwischen. Trotzdem sind sie da entstanden, darauf will ich nur hinaus. Das heißt, diese Inflationswelle sorgt, glaube ich, für eine riesige Innovationswelle und die muss man dann versuchen, neben Top-Aktien und sonst was, die langfristig solide sind, an denen sich auch beteiligen, weil die sich dann auch exorbitant entwickeln können. Also diese Ereignisse müssen einfach multipliziert werden. Was hätte denn damals bedeutet? Hätte man $50 in Goldaktien investiert, die sich vielleicht im Schnitt verhundertfachen hätte und dann hätte man das in Berkshire Hathaway gemacht, dann hätte man aus 50 € bis zum Jahr 1999 1 Million gemacht. Nur, dass man diese Wellen hier sozusagen richtig reitet und das mit 2 Klicks. Das finde ich einfach unglaublich beeindruckend. Ist klar, ist der Blick in die Vergangenheit. Das wird nicht so leicht sein, die richtige Ereigniskette auch in Zukunft zu treffen. Aber ich würde sagen, man muss es sportlich sehen, man muss es versuchen. Ja, Ereignis 2, Ereignis 3 ist einfach nochmal, wenn Goldaktien eben teuer sind, dann sind sie eben gefährdet für einen Rückschlag oder es kann zur Verstaatlichung von den produzierenden Ländern gehen, das eigene Bankensystem kann Schwierigkeiten haben. Also würde ich sagen, diese Goldaktiengewinne sollten dann zum großen Teil nochmal in Sachwerte fließen, mehr Gold und Silber. Dann sage ich mal, dann muss man einfach beobachten, was dann passiert. Dann wird es vielleicht ein gewisses systemisches Problem geben, aber mit Gold und Silber sind sie davon nicht betroffen. Aber das kann dazu führen, dass vielleicht zeitliche Börsen geschlossen werden, riesige Pleitewelle geben, aber auch irgendwo der Neuanfang und dann kriegt man extra günstige
Aktien, was auch immer übrig geblieben ist, Aktienfonds und daran muss man sich eben beteiligen. Also 1980 war das eben so, das sagte eben der Mike Maloney, konnte man für 500 Unzen, heute 13.000 Euro, ein ganzes Haus kaufen. Das bedeutet solche Inflationskrise. Und so günstig sind eben auch die ganzen Aktien und etc., was ich erwähnt habe, auch. Und das wird jetzt noch viel, viel härter. Wahrscheinlich kriegen Sie ein Haus, wenn man nach diesem Chart geht, ist klar, ist rein geschrieben. Vielleicht kriegen Sie es für 250 dieses Mal. Ja, Fazit, Multiplikation der Gewinne aus den Ereignissen. Ja, hatte ich schon erwähnt. Muss eben versuchen, nicht Opfer dieser Ereignisse zu sein, sondern Gewinner dieser Ereignisse. Und ja, und das ist hier nochmal eine andere schematische Rechnung, wenn man, sage ich mal, immer theoretisch 200 Euro in eine Goldaktie investiert, da annimmt, dass sie sich im Schnitt für 25-facht dadurch physisches Gold und Silber mehr kauft, da den Maximalwert ausmacht, rekonvertiert in Top-Aktien. Es ist einfach nur schematisch, kommt man eben mit jede 200 Euro relativ konservativ gerechnet auf 1 Million langfristig. Das ist einfach unglaublich, diese Betrachtung. Und Sie müssen das sehen. Sie könnten jetzt einwenden, oh, wir wissen ja nicht, ob es langfristig, äh, was da kommt und das und das. Ja, richtig wissen wir nicht. Aber was wir wissen, wir haben jetzt eine Inflationsdynamik, dann kommt irgendwas Neues und wir werden definitiv irgendeine Form von wirtschaftlicher Dynamik haben. Was auch immer das ist. Das gilt es genau zu beobachten und zu reinvestieren. Und dadurch sind wir gegen diese Wechselläufe geschützt. Das heißt, es ist eben risikoreich, wenn man jetzt, sage ich mal, ETFs und sowas spart. Wir wissen nicht, ob die diese problematische Phasen überhaupt bewältigen können. Deswegen ist es in meiner Meinung jetzt anders als 1980. Jetzt muss man eben zwischenparken Gold und Silber und dann einfach ähm, schauen, welche Dynamik entwickelt sich. Es kann ja auch eine komplett andere Weltsituation sein. Es kann ja sein, dass Indien vielleicht einen Riesenaufschwung erlebt oder auch vielleicht wiederum Deutschland, wenn es mal die Reform anpackt oder zu seiner ingenieurwissenschaftlichen Tradition das wieder aktiviert. Das könnte ja auch unheimlich interessant sein. Ich meine, nach dem Krieg war es so, da hat auch keiner einen Pfennig auf Deutschland gesetzt. Und die dann diese Daimler-Aktienpakete und sonst was gekauft haben, die wurden ungeheuer reich. Und so könnte es diesmal auch sein. Nur mal so eine Grundüberlegung. Muss man schauen. Ja, 1000-Becker-Report. Wir versuchen eben das Ganze nach moderaten, hohen und sehr hohen Risiko zu ordnen, berechnen den Potenzialfaktor, das heißt, um wie vielfacher kann die Goldaktie steigen oder Silberaktie. Die Exit-Strategie ist eben auch damit bei. Ja, Einlagen von Gold und Silber, das ist einfach ein Tool, wo man unkompliziert Gold und Silber kaufen kann. Eine Überweisung, es gibt keine Investitionssumme, dann ist das Edelmetall schon eingelagert im Zollfreilager in der Schweiz. Genauso leicht ist der Verkauf. Ähm, Sicherlich mal interessant anzusehen. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen der Inhalt soweit gefallen hat. Und ja, vielleicht auch nochmal ein Like geben. Das würde nämlich dem Algorithmus auf die Sprünge helfen. Nochmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.